Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Es ist Tag 178 auf dem afrikanischen Kontinent und mein Kumpel Josh und ich befinden uns irgendwo am Arsch der Welt im Norden Angolas. Wir sind nicht mehr weit von der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo entfernt. Doch bis wir dort ankommen, haben wir noch folgende Herausforderungen zu meistern. So, ab jetzt geht's einfach 161 Kilometer Offroad Richtung Demokratische Republik Kongo. Josh, was sagst du dazu? Finde ich super. Finde ich super. Matthias gegen 4 Sandbleche gewechselt. Endlich mal Jetzt können wir Offroad los. fahren. Und Auf in Matsch. der Einheimische, der gerade noch mit uns gelabert hat, hat gesagt, die Straße ist ziemlich scheiße, wenn es geregnet hat. Und wir fahren gerade rein, jetzt fängt es an zu pissen. Naja, jetzt schauen wir mal. Josh, wie ist es fahren hier? Ganz gemütlich, perfekte Straße, kein Gegenverkehr, also ich kann nicht motzen. Ich glaube, der kickt noch lange nicht. Unterschätzt das Gewicht oben nicht. Ja. Ja, Paul, jetzt. Ja, nicht so fest. Hier links. Jawohl. So, das ist unser Eiercheck. Solange unsere rohen Eier hier noch ganz sind, war die Offroad-Straße noch nicht stark genug, sodass es die Feder bricht. Unterwegs gibt es immer wieder kleine Siedlungen oder ganz vereinzelt stehende, selbstgebaute Häuser. Die einzige Möglichkeit hier zu leben ist die Landwirtschaft. Überschuss wird auf dem Markt verkauft, der Rest wird für sich und seine Familie benutzt. Es ist faszinierend zu sehen, wie naturnah die Menschen hier leben. Auch die Häuser bestehen zu 100% aus der Natur gesammelter Rohstoffe. Hier wurden einfach Termitenhügel zerhackt und in ein Holzgerüst geschichtet. Anderswo wird der lehmige Boden verwendet, um selbst Ziegelsteine herzustellen. Ich würde so gerne einfach mit den Menschen sprechen, jedoch bleiben die einzigen Unterhaltungen hier bei der Körpersprache. Am Wegrand sehen wir überall eine der Hauptenergielieferanten, die Cassava- oder Maniokwurzel. Diese wird hier überall angebaut, ist pflegeleicht, übersteht gut Trockenheit und Überschwemmungen und ist sehr stärkehaltig. Diese hier wird sehr wahrscheinlich getrocknet, zermahlen und dann als Mehl verwendet. Schmeckt's? Wie schmeckt's, Josh? Ja, keine. Ey, Foto, geh mal weg, geh mal weg. Don't
Das sieht gut aus. Warte, jetzt. Weiter rüber. Sieht man, glaube ich, gar nicht, wie krass das eigentlich ist. Das ist einfach der pure Schlamm. Shit. Das ist einfach ein Fluss hier. Ja, die Straße nach vorne wird nicht besser. Sorry für die kurze Unterbrechung, es geht gleich weiter mit dem Video. Ich möchte nur ganz kurz die Zeit nutzen, darauf aufmerksam zu machen, dass ich einfach viele Monate Zeit investiert habe. Die Serie ist zu 100% von mir selber produziert und gefilmt worden. Und wenn euch das Video gefällt oder die Serie, dann lasst bei dem Video doch einfach ein Like da oder einen Kommentar. Ihr wisst ja, wie es läuft für den Algorithmus. Wenn ihr in der Videobeschreibung schaut, dann findet ihr noch weitere Möglichkeiten, wie ihr mich einfach darüber hinaus unterstützen könnt, damit einfach zukünftig weitere größere Projekte auf diesem Kanal einfach ermöglicht werden. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und jetzt geht es erstmal weiter mit dem Video. Vielen Dank fürs Schauen, viel Spaß. Das ist kein Fluss, das ist kein Platz zum Angeln und wir sind hier nicht mit dem Boot unterwegs, sondern ich check gerade die Tiefe. Fuck, hier wird es richtig tief. Das muss gehen. Ja, es gibt keinen anderen Weg. Alles schon sehr schlammig und übel. Wenn wir hier feststecken, ich habe zwar eine Seilwinde. Hey Mann, das sollte schon funktionieren. Aber es ist halt teilweise knietief. Du darfst auf keinen Fall langsamer werden oder so. Yes! Alter! Nächstes Mal können wir das Fenster zumachen. Alter! Nein! Was? Was? Was ist das? Okay, weiter geht's. So, wir haben 60, 70 Kilometer von insgesamt 160. Es kann heiter werden, Mann. Und die Straße wird nicht besser. Alter, aber es ging echt entspannt eigentlich. Entspannt jetzt auf der. Hä? Boah, shit, ey. Das ist ein Wunderschago!
Nach diesem Drohnenflug werde ich im Dorf nur noch überall als White Jesus bezeichnet. So, der zweite Tag dieser krassen Straße. Wir haben heute noch weitere 100 Kilometer zu machen, bis wir an die DRC-Grenze kommen. Wir haben jetzt heute Morgen noch mit den Kids hier gespielt. Wir haben letzte Nacht direkt vor der Schule gepennt. Wir hatten erst einen anderen Platz weiter unten im Busch. Aber dann sind wir waren dann kurz noch im Fluss baden. Und dann sind plötzlich 3 Männer aus dem Busch mit Maschinengewehren auf uns zugekommen. Wir waren kurz beide ziemlich angespannt und haben ihn natürlich erstmal mit unseren Stirnlampen voll ins Gesicht geleuchtet und natürlich geblendet. Daraufhin haben sie ihre Gewehre angehoben. Zum Glück konnte die Situation super schnell entschärft werden, da wir uns sofort als Touristen zu erkennen gegeben haben. Nach kurzem Zögern und Unverständnis für das, was wir hier tun, haben die 3 Dorfsoldaten uns dann aber eingeladen, direkt im Dorf vor der Schule zu übernachten. Sie waren vermutlich genauso verwundert über uns wie wir. Fremde gibt es hier sehr selten. Touristen verirren sich schon zweimal nicht hierher. Mir ist es jetzt schon das ein oder andere Mal passiert, dass man mich für einen ausländischen Soldaten oder Spion gehalten hat, was im Ernstfall zu Problemen führen könnte. Erst spielten wir noch mit den Kids und verteilten ein paar selbstgemachte Holzspielzeuge von meinem Opa. Danke dir, Opa. Bro hier. Dann sahen wir erstaunt zu, wie alle Schüler die Nationalhymne vor dem Schulhof gemeinsam sangen, bis wir schließlich weiterfuhren. Es ist echt krass hier, egal wo man hinkommt, die Kids hier rennen schon von Weitem auf einen zu und nirgendwo hat man für ein paar Minuten seine Ruhe. Aber es macht echt Spaß hier. Don't have roads like that. It's crazy for me. So, wir sind jetzt circa 10 Kilometer weiter gefahren und jetzt ist schon die Straße blockiert. Der Motor ist einfach am Arsch von dem LKW. Wir hatten gerade auch noch Probleme, wir sind gerade fast umgekippt hier auf der Straße. Jetzt war die Überlegung, ob wir den mit unserer Winde hierher ziehen und einfach vorbeifahren können, aber mal schauen. Yeah. Yeah, yeah. Fight. You sleep here? Yeah. What? 4 nights? You? What? No way. What? Also der sagt gerade, dass die hier schon 4 Tage schlafen. Aber oh. Alter, was? No way, no way. Dia, 4 dias, dormimos aqui 4 dias aqui. Lucina. No, thank you, I'm good, I'm good. Thank you. Alter. Schön, ey. Da tem Alemanha.
Oh no, man. Oh no. Where are you going? Kilometers. Kilometros. Até o município. Okay. Oh. Bem na Aquau. Alter, das ist so krass. Wir haben großes Glück, da der Truck schon 4 Tage hier den Weg versperrt, grenzt es an ein Wunder, dass wir nur etwa 1 Stunde warten müssen, bis der Truck weiterkommt. Für mich komplett unverständlich, warum nicht einfach alle Dörfer gemeinsam den Zustand der Straße verbessern, da dieser Weg die einzige Versorgung hin zu den Dörfern ist. Stattdessen wird lieber in Kauf genommen, alle paar Kilometer festzustecken. Ciao! Shalom. Hold sie! Mann, was für eine Abkürzung die Straße doch war. Nicht. Aber geil war's und wir haben es wirklich bis an den Kongo River geschafft. So, da unten fließt der Kongo River. Wir haben es bis zum Kongo River geschafft. Das ist bei jeder Afrika-Tour von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord, glaube ich, schon so ein ziemliches Highlight, wenn man das hier erreicht hat. Und heute geht es noch in DRC, werden wir es schaffen. Mal schauen, jetzt ist schon 3:08 Uhr. Ich weiß nicht, wie lange die Grenze auf hat. Josh, wie geht's dir? Dem geht's geschlucht für die letzten Tage, aber ich freue mich. Warte, ich übersetze auf Hochdeutsch. Er ist ziemlich kaputt von den letzten Tagen, aber er freut sich sehr. Doch ob wir wirklich in die Demokratische Republik Kongo einreisen können, das seht ihr in der nächsten Folge. Also bleibt dran.